Ich bin froh, euch beide hier zu haben. Andreas Mennekes von New Holland und Malte Messerschmidt, Landwirt und Content Creator. Freut mich, dass ihr hier seid. Ich möchte mit euch heute mal ein bisschen über die Evolution der Traktorentechnik sprechen, über die immer höher werdenden Erträge, die natürlich höher werden müssen, denn wir müssen immer mehr Menschen ernähren. Und ja, einfach mal ein bisschen, was ihr gemacht habt, wo ihr hin wollt, was ihr glaubt, wo sich das Ganze hinentwickelt. Und als erstes würde ich sagen, Malte, erzähl du doch mal ein bisschen aus deinem Alltag. Wie bist du auch dazu gekommen, Content Creator zu werden und worauf kommt es für dich dabei an? Ja, vielen Dank auf jeden Fall auch für die Einladung. Ja, wo starten wir? Solange wie ich denken kann, war ich immer, ich will Bauer werden, das ist irgendwo meins. Ich will eigentlich nur genau das. Und bin ja relativ früh irgendwo auch in die Praxis gekommen. Mein Vater hatte vor gut 32 Jahren einen Betriebsunfall, sitzt im Rollstuhl und hat dann umgeschult, ist im vorgelagerten Bereich unterwegs, im Saatgutbereich. Und dadurch bin ich jeden Tag bei Opa gewesen und auf dem Betrieb und viel oder früh eben auch in eine Praxis gekommen. Habe schon mit 14 dann irgendwo den Pflanzenschutz übernommen zu Hause und die Düngung, dann 15 immer weiter. Blicke also schon auf einige Jahre Praxiserfahrung quasi zurück und das war für mich immer so das Faszinierende, wie nachhaltig wir arbeiten, was wir erreichen können und wie, wie wir unsere Prozesse immer weiter verbessern. Und wenn du dann so geguckt hast, links und rechts von dir, dann hieß es immer, ihr verpestet die Umwelt, ihr macht die Böden kaputt und das hat mich so ein bisschen zum Umdenken gebracht, weshalb ich jetzt auch Richtung Direktsaat unterwegs bin und wirklich für mich immer der Boden im Fokus steht. Das ist eigentlich so, also gelernter Landwirt, letztes Jahr den Betrieb zu Hause übernommen von meinem Vater und habe in Göttingen im Bachelor Agribusiness studiert. Genau. Also Landwirtschaft ist bei mir einfach absolute Leidenschaft. Das spürt man bei dir auch und auch vor allem dieses Thema Boden, Pflanzenschutz und alles, was dazugehört. Deswegen kamst du mir auch sofort in den Kopf für dieses Thema hier. Okay. Und natürlich auch wegen deines Fiat zu Hause 130/90 passt natürlich hier auch ganz gut rein in unsere Runde. Und genau, du nimmst deine Follower mit auf Instagram in deinen Alltag und ja, man bekommt bei dir wirklich viel Hintergrundwissen und sehr detaillierte Informationen zur Landwirtschaft, zum Ackerbau, zum Pflanzenbau. Wie bist du dazu gekommen? Es war so ein bisschen, dass ich immer gedacht habe, dass wir so schlecht im Licht stehen. Das war immer irgendwie so ein bisschen, ich wollte zeigen, wie ich die Welt der Landwirtschaft sehe. Also auch das Leuchten und nicht nur irgendwo das, was uns immer, ich sag mal, auferlegt wird. Und es war auch immer so ein bisschen, dass wir einen anderen Weg gegangen sind, dann mit der Mulchsaat, Direktsaat, Untersaaten. Ich wollte einfach die Leute an die Hand nehmen und ein Stück weit den Arm ausstrecken und sagen, ich möchte, dass ihr uns wieder vertrauen könnt in dem, was wir tun. Und dass ihr merkt, dass ihr euch selbst davon überzeugt. Ich kann niemanden überzeugen. Jeder muss von sich aus sagen, okay, das finde ich cool. Und das will ich den Leuten ermöglichen. Die Leute sollen sich das angucken. Ich mache das jetzt seit April 18. Ich habe auch noch einige, die treffe ich auch jetzt hier auf der Messe. Da weiß ich, die sind schon so seit 2018 dabei. Und das ist dann auch so ein besonderer Moment, weil man hat mit denen schon so viel Kontakt gehabt. Und man wächst zusammen. Nicht, ich entwickle mich total cool weiter, weil ich auch immer wieder Feedback bekomme und wieder von anderen höre, Mensch, wir machen das so und erzähl doch mal. Und so hat man einen total interessanten und angenehmen Austausch und pusht sich die ganze Zeit gegenseitig. Also, dass ich mit Social Media angefangen habe, da bin ich heute so glücklich drüber. Das hat mich schon echt geprägt in den letzten Ja, Jahren. auf jeden Fall. Das bringt ja auch was mit. Ich meine, ich bin ja auch Content Creator. Bei mir ist es eher technischerer Natur, nicht so viel Landwirtschaft. Ich bin auch auf einem Bauernhof groß geworden, aber bei mir war immer eher die Technik. Ich habe ja auch Industriemechaniker gelernt dann. Ja. Und ja, bei mir war es dann die Technik, aber dieses Creator-Leben, was du beschreibst, dieses Zusammenwachsen, wir haben uns dadurch auch kennengelernt. Und Genau. ja, man lernt viele Menschen kennen und es ist immer schön, dann auch mit den Leuten hier vor Ort zu sprechen. Wenn du den Boden in die Hand nimmst oder machst einen Spatenstich und ich hatte jetzt erst wieder welche, mit denen war ich im Berufswettbewerb, denen hatte ich eine Hofführung gegeben und sind wir auf dem Acker gefahren und dann ausgestiegen, Spaten. Ich sag, keine Sorge, matschig ist nicht, weil du hast ja eine Mulchdecke, einen Direktsaatraps. Gehst rein, Spatenstich, ersten Regenwurm direkt zerteilt. Ja. So, brichst den auf und hast in jedem Krümel 2 Regenwürmer drin. Das ist für mich
Es macht Spaß dann. Unbeschreiblich, wenn du diesen Boden fühlst, wie der richtig auseinanderkrümelt, und du die Entwicklung siehst, wenn du Flächen übernimmst und baust die auf, förderst die Struktur. Ganz ehrlich, Ja. das ist für mich jedes Mal, freue ich mich wie so ein Dreijähriger, wenn quasi ein Trecker vorbei, da bin Ja. ich mal total aus dem Häuschen. Das ist für mich total geil. Man merkt, wie du dafür brennst, auch auf deinem Kanal. Also das ist wirklich sehr mitreißend immer. Und ja, vielen Dank erstmal für die kleine Einführung, Malte. Wir haben auf jeden Fall gleich noch ein paar weitere Themen. Andreas, dann erzähl doch mal ein bisschen von dir, von deinem Werdegang. Wie bist du zu New Holland gekommen? Was machst du jetzt? Ja, ich bin auch in ganz jungen Jahren an die Landtechnik geraten. Ich bin Sohn eines Tierarztes, also hatte immer mit den Landwirten zu tun. Ja, gerade die Tierviehhalter, Großtiere wie auch Kleintiere, aber dadurch hatte ich ja immer Kontakt zu der Landwirtschaft, bin aber so ähnlich wie bei dir mehr an der Technik hängen geblieben als an der Landwirtschaft per se. Bin als kleines Kind immer zum Lohnunternehmer, jede Ferien, ja, 3 Wochen und dann so schnell als möglich nach dem Ferienbeginn direkt los, ja, und dann 3 Wochen am Stück auf dem Drescher gesessen. Ja. Hab dann demnach meine Ausbildung gemacht als Schlosser, als Landmaschinenschlosser. Hab dann mein Fachabitur gemacht, bin über Studium dann in Köln habe ich studiert, Maschinenbau auf Landmaschinentechnik spezialisiert. Bin dann über Studium an New Holland geraten, in Semesterferien und im Praxissemester. Bin dann zwischendurch nochmal ins Ausland gegangen, zwischendurch nach Kanada, um meine Englischkenntnisse ehrlicherweise ein bisschen aufzuhübschen. Mhm. Weil ohne geht's nicht mehr heutzutage. Und bin dann aber wieder bei New Holland gestartet als Trainer für Traktoren. Erst in einer europäischen Stelle, also für ganz EMEA eigentlich, hauptsächlich Europa. Für Großtraktoren habe ich dann Händler trainiert. Bin dann nach 4,5 Jahren in der Stelle wieder zurück in den deutschen Markt. Habe die Großtraktoren als Produktmanager für New Holland geleitet, ja, oder unter meiner Verantwortung gehabt. Und dann wurde ich gefragt, ob ich wieder nach Europa kommen möchte. Und ich bin jetzt für Europa, für die Großtraktoren zuständig als taktisches Marketing, sag ich es mal so, dass ich vom T6 bis zum T8 alle Traktoren mit betreue. Ja, spannend auf jeden Fall. Da hast du wirklich ein Berufsfeld und natürlich auch eine Materie, mit der du zu tun hast, was viele begeistert und worum dich viele mit Sicherheit beneiden, weil du bist auch maßgeblich natürlich immer an diesen Maschinen dran. Wir sehen hier gerade im Hintergrund den neuen T7 XD, eine super spannende Maschine und ich glaube, der verkörpert auch genau das, was die Landwirtschaft vor allem in Deutschland braucht. Wir brauchen nicht unbedingt größere Abmessungen, weil wir sind natürlich auch immer begrenzt mit unseren Straßenverkehrsregeln und auch der Nutzlast natürlich. In Amerika sieht das Ganze anders aus. Aber der T7 XD, der geht natürlich jetzt in eine Sparte rein, die einen kompakten Großtraktor sozusagen abbildet, mit geringeren Abmessungen als der T8, sage ich mal, mit einem kleineren Wendekreis vor allem, aber trotzdem eben dann mit Leistungswerten bis 435 PS. Und das ist natürlich schon eine Ansage und auch ein Angriff oder eine Kampfansage an die Konkurrenz in diesem Segment. Ja, genau. Also ist ein wichtiger Segmenterweiterung für uns, sag ich mal. Wie du schon gesagt hast, es ist kein Lückenschluss, weil die Leistung hatten wir vorher im T8 auch. Aber es ist eine Maschine, die wir in Europa entwickelt haben, für den europäischen Markt gedacht ist und auch in Europa bauen. Ja, die Maschinen kommen dann aus St. Valentin, da wo unsere T7 HDs zum Beispiel auch gebaut werden. Da ist auch viel Geld eingeflossen, um die neue Baureihe dort zu bauen. Mhm. Aber es ist ein ganz wichtiger Traktor für uns, weil, wie gesagt, es ist ein europäisch gedachter Großleistungstraktor und nicht
die klassische nordamerikanische Bauweise, wie es der T8 oder Magnum zum Beispiel auch wäre. Ne? Ja, genau. Biggest. Ganz Ja, genau, richtig. Aber Nach das oben ist keine wirklich, Grenzen. Richtig. es ist wirklich, und die Produktmerkmale der Maschine ist einfach, wir haben trotzdem einen großen, langen Radstand beibehalten, aber die Maschine baut einfach zum Beispiel fast einen Meter kürzer als der T8, ja, beim mehr oder weniger gleichen Radstand. Deswegen ist die Übersichtlichkeit, die Wendigkeit, die Vielseitigkeit, das ist der große ausschlaggebende Punkt für diese Maschine, weil mit Einzelradfederung zum Beispiel super für die Straße auch gedacht. 60 km/h dann jetzt auch natürlich. Genau, 60 km/h, die wir anbieten. Also auch eine Maschine, die absolut für den Lohnunternehmer gedacht ist. Ja, ob ich jetzt bei uns eine Big Baler Presse da hinten dran habe, die 1290, da brauche ich natürlich auch Leistung. Und genau das sind diese Themenfelder, wo wir den Traktor positionieren und auch sehen, ja, dass er da genau reinpasst. Ne? Ja, und Malte, wir hatten am Eingang schon mal darüber gesprochen, immer weniger Landwirte müssen immer mehr Menschen ernähren und dementsprechend ist es natürlich auch super wichtig, Erträge zu schaffen mit dem Boden, den wir haben, denn auch die landwirtschaftliche Nutzfläche wird nicht mehr in Deutschland und das sind natürlich auch Herausforderungen, vor denen wir stehen und vor denen natürlich auch du als Landwirt stehst. Wie ist dein Blick darauf und was glaubst du, wie geht es weiter? Es wird noch ein bisschen bergab gehen, aber dann kriegen wir irgendwann noch die Wende hin. Denn ist ja leider so, man lernt es erst, wenn es richtig knallt. Ja. Und das zieht sich ja eigentlich so durch die meisten Bereiche durch. Aber wir haben natürlich ein Umdenken. Vorhin hatten wir schon mit der GKB ein paar Videos aufgenommen, um die Soil Evolution weiter zu teasern, die für mich eine sehr wichtige und spannende Veranstaltung jedes Jahr ist, beziehungsweise dann nur alle 2 Jahre. Und Groundswell in England war ich jetzt zum Beispiel mal wahnsinnig faszinierend, wie weit die da sind und wie groß diese Veranstaltungen sind, wie groß das gedacht ist. Unser Boden ist am Ende unsere Produktionsgrundlage. So, ich kann den gut behandeln, ich kann den schlecht behandeln. Das sei alles dahingestellt. Aber was für mich irgendwo immer wieder ganz, ganz, ganz entscheidend ist, dass jeden Kratzer, dem ich meinem Boden zufüge, der muss verheilen und das kostet immer Kraft und das dauert und das kostet verdammt viel Geld. So, und ich habe ja verfolge ja so ein bisschen diesen Kinsey-Gedanken, also den Boden ernähren und der Boden ernährt mir die Pflanze. Das heißt, ich schaue ganz genau, wie sind die Nährstoffverhältnisse untereinander, Calcium, Magnesium, Kalium, Natrium, Phosphor, Zink, Kupfer und so weiter. Halt bis ins letzte kleine Spurenelement und Molybden, Kobalt, wird alles betrachtet, denn am Ende sind das alles Nährstoffe, die braucht die Pflanze, ob wir das für gut finden oder nicht. Und will immer schauen, dass ich meine Pflanze gar nicht erst krank werden lasse. Und neulich habe ich erst einen Workshop gehalten an der Berufsschule, auch zum Thema Direktsaat, die 900er Reifen und Luft rausgelassen und mal ein bisschen was gezeigt. Und an so einem einfachen Tortenboden dann mal veranschaulicht, was passiert, wenn der Tortenboden vollgesogen ist mit Wasser, nichts tropft raus, kann ich umdrehen, drücke drauf, drücke das Wasser da raus, zu einem gewissen Grad, wie viel da wegläuft und wie viel Porenvolumen wir verlieren durch diese Verdichtung. Und wenn man so auf dem Trecker sitzt und fährt darüber und hinter reißt man mit dem Grober wieder alles auf, sieht das nicht so aus, als wäre was passiert. Ja. Aber wenn man dann wirklich mal den Spaten in der Hand nimmt, die Bodensonde in der Hand nimmt oder das mal an diesem Beispiel so veranschaulicht, dann werden die Leute ein bisschen ruhig und nachdenklich. Und das hatte ich halt vor ein paar Jahren auch, dass ich gesagt habe, das kann irgendwie nicht so ganz richtig sein. Und ich merke eben, dass unsere Böden resilienter werden und die Erträge stabiler werden. Mhm. Ja, und da sprichst du natürlich auch was an, was für einen Traktorenhersteller wie New Holland oder einen Landmaschinenhersteller wie New Holland auch super wichtig ist. Wir haben jetzt die Reifen- und Regelanlage integriert. Wir haben Smart Farming Lösungen wie Rate Control, dass ich meinem Boden eben nur das gebe, was er wirklich braucht, an Saatstärke, an Dünger. Das ist einmal ein Umweltaspekt, das ist ein Aspekt für den Boden und natürlich am Ende auch ein monetärer Effekt. Und das ist natürlich auch eine riesen Herausforderung für einen Landmaschinenhersteller, das alles mitzubringen und das immer auf dem neuesten Stand zu halten. Denn Software ist ja mittlerweile ein ebenso großer und wichtiger Teil wie Mechanik oder Elektromechanik, sage ich mal. Und Bedienbarkeit, ne? Die Daten, Genau. Die Datenmengen werden immer gigantischer. Man kann überall hier noch einen Sensor dran machen und hier kann man noch was messen. Und man könnte noch am Gruberschar die Bodentemperatur messen.
Aber wohin mit diesen ganzen Ja, und das ist georeferenzierten Daten? Teilweise, jetzt sind wir ja bei den neuen Terminals schon so weit, dass sie das auch können. Aber früher hat sich ja dann der Trecker verabschiedet. Ne? Ja, genau. Ja, und das ist halt die Herausforderung auch für uns, ja, die wir uns natürlich stellen. Aber das ist ganzheitlich zu denken, wie du schon sagst, ja, da ist teils Hardware, wie jetzt voll integrierte Reifendruckregelanlage. Beim T7XD auch noch mit größeren Rädern, also 2,20 Meter Räder. Das ist die physische Komponente, ne? Und natürlich auch das Gewicht der Maschine, dass wir versucht haben, die Maschine so leicht wie möglich irgendwie zu halten. Der wiegt 12,5, 13, zwischen 12,5 und 13,5 Tonnen wird da schon wiegen leer. Ein bisschen Gewicht brauchst du aber Natürlich. auch, ja, Traktion. Definitiv. die Traktion auf den Boden zu bringen. Also um die 400 PS dann auch wirklich voll ausnutzen zu können. Das ist die Hardware-Komponente. Aber wie auch schon gerade angesprochen, genau diese Daten auch alle nutzbar zu machen oder Applikationskarten, Section Control, ja, variable Ausbringmenge. Genau das sind ja die Daten, die dann auch der Schlepper heutzutage ja mit verarbeiten muss. Ja. Und da haben wir mit unserem Field Ops Portal, sag ich mal, das ist das Backoffice Portal, wo wir dann die Daten aufarbeiten können, auch in Kombination mit anderen Plattformen zum Beispiel, die da angeschlossen werden können. Weil, wie gerade angesprochen, ja, wir können Wasserdaten, Wind, Temperaturdaten, alles ja messen heutzutage. Und das muss halt dann auch möglich auf dem Schlepper ja, eingespielt werden. Und dafür haben wir auch Telemetrie standardmäßig verbaut, ja, aber ein Leben lang als Standard, sodass auch der Betriebsleiter zum Beispiel, ja, wenn ich einen Fahrer drauf sitzen habe, auch genau sehen kann, hey, da bin ich, ja, oder ich schicke dir jetzt einen neuen Auftrag oder die Applikationskarten werden über die Telemetrie einfach da hingesendet, dass ich nicht noch wieder anfangen muss mit einem USB-Stick und so. Es muss halt leicht Es muss sein, leicht ja? sein und vor allem Thema Fachkräftemangel, es muss bedienbar sein und so, je mehr der Trecker automatisch übernimmt in Sachen Rate Control und allem, was dazugehört, was es so effizient Dann wie wird es möglich auch macht, genutzt. Ne? dann wird es auch genutzt. Wenn es zu Ne, kompliziert ist, Alles, dann was wird's Aufwand schwierig. bedeutet, ist ja am Ende auch bei der Datenverarbeitung. Wenn du erst mit dem Stick die Maschinendaten runterziehen musst, stehst da eine Viertelstunde. Die Viertelstunde habe ich jetzt nicht, dann mache ich das wann anders. Was du wann anders machst, machst du nie. Das ist, Genau, das ist der Punkt. das ist so. Ja. Also es muss irgendwo vernünftig und einfach laufen und gerade diese Kompatibilität, das ist halt ein Riesenpunkt, dass jetzt ein anderer Hersteller, der euch dann am Ende die Hardware in Form von einer Maschine liefert, die dann aber auch einen Haufen Daten ausspuckt, dass die dann wiederum mit dem Trecker kommuniziert. Das ist in den letzten Jahren enorm wichtig geworden und finde ich aber auch sehr schön, dass die Unternehmen da wirklich untereinander im Gespräch sind und dass es Lösungen dafür gibt, dass man gemeinsam irgendwo auch weiterkommt. Dann. Ja, genau. Ja, da können wir zum Beispiel im Field Ops, da haben wir den Link, ja, wenn der Kunde ein John Deere Portal hat, ja, kann das trotzdem eingespielt kann werden, die kommunizieren. Daten. Das kann ja. kommunizieren. Und das ja. ist super wichtig, glaube ich. Und kann dann auch die Daten wirklich an den Schlepper genau senden. Ja. Ja, genau. Das ist, glaube ich, ein super wichtiger Punkt, denn man hat oft nicht immer ein Fabrikat. So Und wenn ehrlich dann müssen wir Anbau sein, ja. Und es ist ja auch so, jetzt die Anbaugeräte werden auch smarter, Stichwort Isobus natürlich und TIM. Das ist natürlich dann auch viel wert, wenn man dann die Daten auch untereinander austauschen kann, weil was bringt mir der schlauste Schlepper und der schlauste Grubber, wenn sie nicht miteinander reden können am Ende? Genau, und da sind wir halt schon immer sehr orientiert, das weiterzutreiben. Wie angesprochen, ja, mit der TIM-Funktion. Das sieht man ja wirklich, wenn ich jetzt mir anschaue, dass unsere Traktoren, wenn die vor der Big Baler läuft zum Beispiel, dass ich mittlerweile mit einem LiDAR-Sensor da oben an der Kabine dann die Schwartform erkenne, ja, und er automatisch fährt, angepasst. Ist vielleicht nicht so für den Boden das Thema, aber da geht es dann wiederum um
Komfort und Effizienzsteigerung. Weil wenn ich immer an meiner maximalen Leistung fahre, ja, dann bin ich sehr produktiv. Irgendwann lässt du mal die Konzentration nach. Ja, natürlich. Genau. Aber ich überschreite die dann auch nicht, ja, weil Beispiel Pressen, ja, wenn dann ein Haufen kommt oder so, ja, ein Strohhaufen und ich habe im Moment nicht aufgepasst und dann baller ich da rein, dann stehe ich erstmal wieder, ja, dann ist vielleicht eine Scherbolzen rausgeflogen natürlich. oder die Rutschkupplung spricht an, stehen bleiben, anhalten, Messer runter, durchziehen lassen, ja, Was wieder das rein, alles mit ja. sich bringt dann. Habe ich das vorher erkannt, fahre da langsam dran, dann dauert mich das 2 Sekunden vielleicht länger in der Situation, ja, aber ich habe den Stillstand nicht. Das fängt beim Service an, das geht über Fahrerfehler und wir haben eben dann auch damals von das XCN 1050 von CNH auf unserem Schlepper als Nachrüstlösung verbaut. Seitdem ich ein Lenksystem habe, es ist ein ganz anderes Arbeiten. Ja. Du bist vorher nicht fix und alle gewesen, aber wenn du irgendwo die ganze Zeit gedrillt als Spurenreißer, das ist schon eine gewisse Anstrengung. Ja. So, und dann gehst du den Schritt über das Lenksystem, über das RTK-Lenksystem und das ist dann so der beste Schritt gewesen, den wir damals dann erstmal machen konnten. Ja. Und so hast es ja dann auch mit den anderen Schleppern. Geringere Geräusche, einfach ein höherer Sitzkomfort, höherer Bedienkomfort. Das ist schon echt interessant. Ja, natürlich. Und wo ich jetzt gerade, du hattest gesagt, mit der Großballenpresse und Boden, natürlich kann ich da aber auch wieder ein bisschen optimieren, denn die Presse sagt mir nachher, wo welcher Ballen liegt. Ich kann meine Logistik optimieren. Ich muss nicht mehr unnötig XY übers Feld fahren und dann natürlich auch wieder, da haben wir auch wieder die Verdichtung. Zurück. Der legt die Ballen quasi auf einer Karte ja ab und du siehst nachher, welcher Ballen mit welcher Feuchtigkeit wo liegt. Und dann kannst du die dementsprechend halt einsammeln, machst dir vorher eine Route und musst nicht deinen Anhänger irgendwo hinstellen und dann fährst du unnötig übers Feld. Das sind ja auch wieder Kleinigkeiten, wenn man das hochrechnet, ne? Ja, und ich habe eine bessere Planung. Ja, ich weiß, auf dem Stück liegen jetzt 25 Bunde eher in meiner Heimatregion, ja, oder da liegen 300 Bunde auf dem großen Stück irgendwie, ne? Und weiß ganz genau, wie viel nasse Ballen muss jetzt hinterher, fehlt noch einer, dann steht da noch einer, eine halbe Stunde wartet. Ja. Das kann man dann alles Punkte. entgegenwirken. Systemoptimierung, ne? Genau. Das sind diese ganzen kleineren Stellschrauben. Ne? Genau. Und ja, super spannend. Und ich erinnere mich noch, 2015 war es, glaube ich, da stand hier der T7 HD. Und das war ja so der erste Lückenschließer, den kann man so als Lückenschließer zwischen dem Long Wheelbase und dem T8 betiteln. Und da dachte man schon, ja, das ist ein kompakter Großtraktor. Jetzt haben wir nochmal einen draufgesetzt. Glaubt ihr, das ist so erstmal Zenit oder geht die Reise weiter? Weil irgendwann haben wir natürlich... Man weiß nie, was technologisch passiert, aber irgendwann so 440 PS in dem Rahmen ist ja schon jetzt so gerade das State of the Art, sage ich mal. Die Leistung, sag ich mal. Das ist die Leistung, die da angefragt ist, sag ich mal. Natürlich gibt es andere Hersteller, die da auch ein bisschen drüber hinausgehen. Dann sprechen wir aber dann eher über die noch größeren Traktoren, T8 zum Beispiel. Hängt auch wirklich immer vom Konzept ab. Ja, ich sehe schon, dass bei den 9-Liter-Motoren, die diese Klasse ja eigentlich so mit sich bringt, dass da bei 400, wie bei uns 435, 450 PS oder so, da ist das Limit meiner Meinung nach erreicht, rein physisch vom Motor her, ja, weil mehr bringe ich nicht raus. Dann sprichst du natürlich dann direkt, wenn du größer gehen willst, über einen noch größeren Traktor, ja, wieder mehr Hubraum, größere Motoren, eine ganz andere Kategorie an Traktoren. Ja, genau. Wieder. Noch mehr Kraft, brauchst aber auch wieder Noch mehr Gewicht. um diese Kraft überhaupt auf den Boden zu bekommen. Ganz genau. Du kannst das natürlich ein Stück weit auch über Auflagedruck irgendwo steuern, aber es ist doch schon enorm. Und das Schöne ist immer, jeder liest ein Stück weit auch, oder eigentlich, gut, die wenigsten lesen die Betriebsanleitung für den Schlepper, aber alle befassen sich mit dem Schlepper, aber so auch dieser Kontaktpunkt zwischen Boden und Schlepper ist ja der Reifen. Ja. Wer befasst sich wirklich aktiv mit dem Reifen, wiegt seine Maschinen aus und schaut, wie kann ich habe jetzt ja 900er Reifen auf meinem anderen Schlepper, den ich gekauft hatte, wie viel weniger Schlupf man hat. Ja.
Also, Und Schlupf bedeutet ja immer verschwendeter Diesel. Ja, verschwendeter Diesel und der Boden wird auch verletzt wieder, Es sagen ist wir mal. am so, Ende ne? eine genaue nochmal eine Verdichtung zusätzlich. Und das ist einfach spannend, wo man überall und Reifen ist reingreifen wirklich kann. ein großes Thema, was Und der Trecker erkennt es ja dann allein schon, ne? Und sagt, okay, warte mal, mein Schlupf wird jetzt hier zu doll. Muss ich jetzt hier vielleicht nochmal am Zugkraftverstärker ein bisschen optimieren, dass ich irgendwie die Kraft besser kriege? Muss ich vielleicht ein bisschen langsamer fahren, ein bisschen mehr Luft rauslassen? da geht die Entwicklung auch noch weiter, ja, dass wir eine intelligente Anhänger-Reifendruck oder eine intelligente Reifendruckregelanlage irgendwann sehen werden, ja, die genau weiß, der Reifen, der walkt sich jetzt so, wir haben Daten hinterlegt, wissen genau, wie stark der Reifen belastet ist, ja, und was ist mein optimaler Reifendruck für diese Belastung und dass ich es adaptieren kann. Ja, das sind Gedanken, die sicherlich kommen werden oder so. Und das ist ja. gar nicht mal mehr so weit weg. Ja. Und dauert dann auch nicht mehr allzu lange, bis man das dann, glaube ich, auch in den Serienreifen-Traktoren dann irgendwo verbaut hat. Genau. Wichtig ist, dass wir es anbieten, weil wir sehen natürlich schon als Hersteller, alles was ab Werk mitkommt, ja, hat klassischerweise eine höhere Take Rate, ja, eine höhere, wird einfach häufiger genutzt, als Höhere wenn ich Akzeptanz. jetzt nur eine reine Nachrüstlösung habe. Ne? Ist einfach auch besser integriert dann letztendlich. Genau, jetzt in diesem Fall bei uns, ja, wir haben einen Hochleistungskompressor, ja, der am Motor angeflanscht ist, ja, also nicht mehr über einen Riementrieb, ja, wo ich vielleicht auch noch Schlupf habe, sondern wirklich einen Doppelkolbenkompressor, der dann auch noch aktiv, wenn er nicht die Leistung braucht, weil ich meinen Druck erreicht habe, dass er das Volumen ändert, dass ich zum Beispiel nicht diese Kraftaufwendung mehr für den Kompressor habe, weil ehrlicherweise ein Kompressor braucht schon auch Kraft, ja, und so spielen wir mit technischen Lösungen, um die Effizienz in Summe so gut wie möglich und zu halten. Ja, und ich glaube, das ist ein ganz gutes Fazit zum Ende. Und ich fand es super interessant, mit euch zu sprechen. Vor allem, wir haben einmal dich als passionierter Bodenspezialist, so nenne ich dich jetzt einfach mal, als Landwirt, der da mit Leib und Seele hintersteckt, und dich hier direkt vom Hersteller, das passt halt. Ne? Das eine, was braucht der Landwirt, was möchte er, was braucht der Boden, und dann auch, wie können wir das technisch umsetzen und dem Kunden zur Verfügung stellen. Und ich habe es sehr genossen mit euch, fand es eine super spannende Episode und ich könnte auch noch Stunden mit euch weiterreden. Ohne Probleme, ja. Vielleicht macht man irgendwann wirklich Wir mal machen gleich die Mikros aus, und dann geht's weiter, genau. Haben wir noch 2 Stunden Zeit. Ja, genau. Also, aber bis dahin, Malte, ich danke dir und Sehr gerne. Andreas, dir auch vielen Dank für die Einblicke in deinen Arbeitsalltag und in die Technik von New Holland. Ja, herzlichen Dank, dass ich mit dabei sein durfte.